Wenn du an die größten Schlachten des Mittelalters denkst, siehst du wahrscheinlich Ritter in glänzender Rüstung vor dir. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Die wirklich entscheidenden Schlachten dieser Ära waren globale Konflikte. Ein Clash der Supermächte mit Hunderttausenden von Soldaten, deren Ausgang die Weltkarte für immer neu gezeichnet hat. Heute ranken wir die Top 5 der größten und wichtigsten Schlachten des Mittelalters, von den Feldern Englands bis zu den vergessenen Schlachtseen Chinas. Und ich verspreche dir, Platz 1 wird alles verändern, was du über diese Zeit zu wissen glaubtest. Wir beginnen unser Ranking mit einem Namen, der das Schicksal einer Nation besiegelte. Platz 5. Die Schlacht bei Hastings 1066. Zahlenmäßig nicht die größte, aber ihre Folgen waren erdbebenartig. Hier traf Wilhelm, Herzog der Normandie, im ultimativen Kampf um die englische Krone auf König Harold Godwinson. Harolds Armee war jedoch bereits schwer erschöpft. Sie hatte gerade erst eine Wikinger-Invasion im Norden abgewehrt und musste direkt in diese neue Schlacht eilen. Die Sachsen verschanzten sich auf einem Hügel im legendären Schildwall. Stunde um Stunde prallten die normannischen Angriffe an dieser Mauer aus Holz und Stahl ab. Die Engländer schienen die Oberhand zu haben. Doch dann kam die listige Wende. Die Normannen täuschten eine Flucht vor. Unerfahrene sächsische Truppen brachen aus der Formation aus, um sie zu verfolgen, und liefen geradewegs in eine Falle. Das war der entscheidende Riss in der englischen Verteidigung. Mit dem Tod König Harolds brach der englische Widerstand zusammen. Der Sieg Wilhelms war total und besiegelte das Ende des angelsächsischen Englands. Sprache, Kultur und Adeln, alles wurde durch diesen einen Tag für immer verändert. Ein Auftakt, der zeigt, dass die wahre Größe einer Schlacht oft in ihren Folgen liegt. Wenn Hastings das Schicksal einer Insel besiegelte, dann bestimmte unsere Nummer 4 das Schicksal ganzer Zivilisationen. Wir reisen von England in die sengende Hitze Palästinas zum Jahr 1260. Platz 4, die Schlacht von Ain Jalut. Im 13. Jahrhundert gab es keine furchterregendere Macht als die Mongolen. Von China bis an die Grenzen Europas hatten ihre Reiterhorden ganze Reiche zerschmettert. Nichts schien sie aufhalten zu können. Ihr nächstes Ziel? Ägypten, das Herz der islamischen Welt. Doch dort trafen sie auf einen neuen, unerbittlichen Gegner, die Mamluken. Eine Elitekaste aus ehemaligen Sklavenkriegern, die zu Herrschern aufgestiegen waren. An einem Ort namens Ain Jalut, Goliaths Quelle, kam es zur Konfrontation. Die Mamluken wussten, dass sie die Mongolen nicht frontal besiegen konnten, also nutzten sie eine geniale List. Eine kleine Vorhut täuschte eine panische Flucht vor, lockte die siegessicheren Mongolen tief in ein Tal, wo der Großteil der Mamlukenarmee in den Hügeln verborgen wartete. Der Hinterhalt war perfekt. Die mongolische Invasionsarmee wurde eingekesselt und vernichtend geschlagen. Zum allerersten Mal war der Mythos ihrer Unbesiegbarkeit gebrochen. Diese Schlacht rettete nicht nur Ägypten und die heiligen Stätten des Islam, sie markierte den Punkt, an dem die unaufhaltsame mongolische Welle endlich an einer Mauer aus Stahl und Strategie zerbrach. Bisher ging es um das Schicksal von Nationen. Bei unserer Nummer 3 geht es um die Zukunft ganzer Kulturen und den Kampf um die Vorherrschaft auf einem Kontinent. Wir reisen an die legendäre Seidenstraße ins Herz Zentralasiens zum Jahr 751. Platz 3, die Schlacht am Talas. Hier prallten zwei der größten Supermächte der damaligen Welt frontal aufeinander: das expandierende arabische Abbasiden-Kalifat aus dem Westen und die mächtige chinesische Tang-Dynastie aus dem Osten. Tagelang kämpften die beiden gewaltigen Armeen unentschieden am Ufer des Talasflusses. Doch dann, mitten im Chaos, geschah das Undenkbare. Die Chaluken, türkische Söldner im Dienste der Tang-Dynastie, wechselten die Seiten und griffen ihre chinesischen Befehlshaber von hinten an. Der Verrat war entscheidend. Die chinesische Armee wurde eingekesselt und fast vollständig vernichtet. Der Vormarsch Chinas nach Westen war für immer gestoppt.
Aber die wichtigste Folge dieser Schlacht fand nicht auf dem Schlachtfeld statt. Unter den tausenden chinesischen Gefangenen, die von den Arabern gemacht wurden, waren auch Handwerker. Sie trugen ein unschätzbar wertvolles Geheimnis bei sich: die Kunst der Papierherstellung. Dieses Wissen verbreitete sich von hier aus in der islamischen Welt und später nach Europa und wurde zum Motor für die Wissenschaft und das goldene Zeitalter des Islam. Eine Schlacht, die nicht nur Grenzen, sondern den Fluss des Wissens selbst für immer veränderte. Wir erreichen das Ende des Mittelalters und damit ein Ereignis, das die Welt erschütterte. Eine Schlacht, die so monumental war, dass viele Historiker mit ihr eine ganze Epoche beenden. Platz 2: Die Belagerung von Konstantinopel, 1453. Über 1000 Jahre lang war sie die Königin der Städte, das zweite Rom, das strahlende Herz des Byzantinischen Reiches. Ihre gewaltigen Mauern galten als absolut unbezwingbar. Doch im Frühling 1453 stand ein junger, ehrgeiziger osmanischer Sultan, Mehmed II., vor diesen Mauern, und er brachte eine revolutionäre Waffe mit, die das Gesicht der Kriegsführung für immer verändern sollte: gigantische Belagerungskanonen. Monster aus Bronze, die Steinkugeln von über einer halben Tonne Gewicht verschossen und wochenlang auf die Mauern einhämmerten, bis das Unmögliche geschah: sie brachen. Am 29. Mai fiel die Stadt nach 53 Tagen Belagerung in einem letzten verzweifelten Kampf. Der letzte byzantinische Kaiser starb auf den Mauern, die er zu verteidigen geschworen hatte. Dies war nicht nur eine Eroberung, es war das endgültige Ende des Byzantinischen Reiches, der Beginn des osmanischen Aufstiegs zur Weltmacht und der ohrenbetäubende Paukenschlag, der das Ende des Mittelalters einläutete. Wir haben gesehen, wie Reiche fielen und neue Technologien die Welt veränderten. Aber keine dieser Schlachten kann sich in purem, unfassbarem Ausmaß mit unserer Nummer 1 messen. Vergesst die staubigen Schlachtfelder Europas. Die größte Schlacht des Mittelalters wurde nicht mit Schwertern auf dem Land ausgetragen, sondern mit Feuer und Flotten auf dem Wasser. Wir reisen in China des 14. Jahrhunderts, in einer Zeit des Bürgerkriegs um die Trümmer des Mongolenreiches. Platz 1: die Schlacht auf dem Poyangsee 1363. Hier kämpften nicht nur Armeen, sondern schwimmende Städte. Auf der einen Seite der Rebellenführer Zhen Yuliang mit einer Armada, die auf unglaubliche 650.000 Mann geschätzt wird. Ihm gegenüber Zhu Yuanyang, der zukünftige Gründer der Ming-Dynastie, mit einer Flotte, die mit 200.000 Mann zahlenweise weit unterlegen war. Und ihre Schiffe? Das waren keine einfachen Boote. Es waren mehrstöckige, gigantische Turmschiffe, schwimmende Festungen, so groß und zahlreich, dass sie den gesamten See zu bedecken schienen. Zhens Flotte war so übermächtig, dass sie Shus Streitkräfte wochenlang einfach blockierte. Die Lage schien hoffnungslos, bis Shu auf eine verzweifelte Taktik zurückgriff, die schon die alten Griechen kannten: Feuerschiffe. Er ließ eine kleine Flotte von Fischerbooten mit Schießpulver und Stroh füllen, und als der Wind günstig stand, schickte er sie als brennende Brandbomben in Zhens eng geparkte hölzerne Armada. Das Ergebnis war eine Hölle auf Erden. Eine Kettenreaktion aus Feuer und Explosionen vernichtete einen Großteil der riesigen Flotte und tötete ihren Anführer Zhen Yuliang. Der Sieg war absolut. Dieser eine Sieg auf dem Wasser ebnete Zhu Yuanyang den Weg zur Macht, zur Gründung der mächtigen Ming-Dynastie, die China für fast 300 Jahre prägen sollte. Mit geschätzt über 850.000 beteiligten Kämpfern ist die Schlacht auf dem Poyangsee nicht nur die größte Schlacht des Mittelalters. Sie ist eine der größten Seeschlachten der gesamten Menschheitsgeschichte. Ein fast vergessener Titanenkampf, der in seinem schieren Ausmaß alles andere in den Schatten stellt. Vom Fall eines Weltreiches vor den Toren Konstantinopels bis zur größten Seeschlacht der Geschichte auf einem chinesischen See. Diese Schlachten zeigen, das Mittelalter war weitaus globaler und gewaltiger, als wir es uns oft vorstellen. Aber das ist nur meine Top 5. Jetzt seid ihr dran. Welche gigantische Schlacht habe ich vergessen? Was ist eure Nummer 1?
Schreibt es mir die Kommentare. Wenn euch diese Reise in die Vergangenheit gefallen hat, die wir mit KI zum Leben erweckt haben, dann lasst ein Like da und abonniert KI mit Stil für das nächste historische Abenteuer. Bis dahin, bleibt neugierig.